Du möchtest mit deiner Nähmaschine Freihand sticken oder stopfen oder quilten, weißt aber nicht wie? Ich zeige dir heute mal, wie du deine Nähmaschine umrüsten kannst und was du brauchst, um anzufangen. Und zwar gibt es unterschiedlichste Näh- und Stickfüße. Ich habe hier mal ein paar hergelegt. Im Prinzip ist das eigentlich immer das Gleiche, nur sie sehen halt unterschiedlich aus. Funktion ist folgende: Es gibt hier einen kleinen Hebel, der sitzt normalerweise hier über diesem Nadelhalter und hebt praktisch das Füßchen immer für einen Moment an, damit du frei den Stoff schieben kannst. Ich zeige dir mal, wie du das umrüsten kannst gleich, aber was vorher noch wichtig ist, deine Nähmaschine, benötigt, also, du kannst im Prinzip jede billige Nähmaschine nehmen, das muss nichts Wertiges sein. Wichtig ist, dass sie gerade ausnähen kann und das kann eigentlich jede. Du brauchst noch nicht mal die Zickzack-Funktion. Die Maschine sollte aber möglichst über eine Transporteurabschaltung verfügen. Das heißt, bei dieser Maschine beispielsweise gibt es hier hinten so einen Schalter. Damit kannst du dafür sorgen, dass diese Zähnchen hier, die hier unter dem Füßchen sind, dass die verschwinden. Hat deine Maschine das nicht, gibt es eventuell so eine Abdeckplatte dazu. Die, musst du mal in dein Zubehörfächchen reingucken. Diese Platte wird praktisch dann hier drüber gelegt und deckt, den Transporteur ab sozusagen, beziehungsweise er kann halt nicht mehr arbeiten. Das ist wichtig, damit du freihändig den Stoff hin und her schieben kannst, freihändig führen kannst, um beispielsweise ein Loch zu stopfen oder um Nähmalen zu können, das heißt ein Bild mit der Nähmaschine, zu malen oder auch beim Quilten. Also, Quilten ist jetzt beispielsweise hier mal das ist jetzt, allerdings mal maschinell gemacht worden. Das heißt, das ist mal eine Maschine, die das automatisch kann, aber man kann das natürlich auch freihändig führen. In diesem Fall ist das einfach, etwas gefüllt und dadurch wirkt das natürlich auch etwas plastischer, das Ganze. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr die Maschine umrüsten könnt. Das Füßchen, was ihr normalerweise ja einfach auf Knopfdruck lösen könnt bei den meisten Maschinen, das muss nicht nur ab, sondern auch die Halterung dazu. Hier gibt es ja eine Halterung und dazu gibt es hier eine Schraube. Die kann auch ein bisschen anders aussehen. Manchmal ist das auch eine kleine Rändelschraube oder so. Hier in diesem Fall benötigen wir einen Schraubendreher, um die lösen zu können. Den nehme ich mir jetzt mal. Ich habe hier mal einen kleinen Schraubendreher hergelegt. Diesen Schraubendreher nehme ich jetzt, um diese Schraube hier zu lösen. Das reicht schon. Seht ihr, das Füßchen ist abgefallen oder beziehungsweise der Füßchenhalter. Und ich nehme jetzt mal einen von diesem Sortiment hier. Wie gesagt, sie sind immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Ich nehme jetzt einfach mal der ist also typisch für diese Maschine, wobei die meisten anderen hier auch ranpassen würden. Ein paar dieser unterschiedlichen Füßchen zeige ich euch gleich noch mal. Dieses Füßchen wird jetzt praktisch hier rangesetzt. Also, hier gibt es eine Aussparung an diesem Füßchen und dieser Hebel, der muss immer über den Nadelhalter hier kommen. Am einfachsten könnt ihr das montieren, wenn ihr auch die Nadel vorher rausnimmt, aber ich spare mir das jetzt mal. Ich könnte auch die Schraube komplett rausdrehen, um das anzusetzen, aber dann, muss ich sie halt wieder reinfummeln. Von daher mache ich das in diesem Fall so, dass ich das Füßchen einfach noch etwas höher hebe und jetzt eben diesen Fuß in diese Kerbe praktisch reinrutschen lasse. Jetzt drehe ich die Schraube dann wieder fest. So, jetzt haben wir die Schraube wieder fest und wichtig ist eben, wie gesagt, dass dieser Hebel hier über den Nadelhalter ist. Wenn ich jetzt am Handrad drehe, seht ihr, dass dieses Füßchen immer ein bisschen mit hoch und runter geht. Also den Part haben wir schon mal erledigt. Jetzt müssen wir noch Transporteur versenken. Dazu nehme ich diesen Schiebeschalter hier auf der Rückseite. Übrigens eine kleine Zwischeninfo, wenn ihr den umgeschaltet habt, jetzt ist ja der Transporteur unten, wenn ihr den später mal wieder zurückschaltet, kommt der nicht sofort hoch. Wir haben schon Kunden gehabt, die kommen mit der Maschine: „Oh, ich habe das benutzt und das funktioniert jetzt nicht mehr, kommt nicht wieder nach oben." Einfach am Handrad ein, 2 Umdrehungen drehen und dann kommt das Füßchen auch wieder nach oben. Das war eigentlich schon alles, was wir an Arbeit zu erledigen hatten. Damit ist eigentlich alles an Vorbereitungen abgeschlossen. Wir haben den Transporteur versenkt und wir haben den Stick- und Stoppfuß montiert. Und jetzt können wir ja mal einfädeln und mal ein Stückchen nähen, beziehungsweise nein, ich hatte ja gesagt, ich erzähle noch was zu den anderen Varianten. Also, da will ich jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Es gibt halt sehr viele verschiedene Bauformen. Hier ist jetzt etwas, was zum Beispiel bei Pfaff häufig verwendet wird. Die älteren Maschinen hatten das häufiger komplett aus Metall, wobei das auch heute immer noch so verwendbar ist.
Dieses Füßchen hat jetzt noch eine kleine Verstellmöglichkeit. Also ich habe hier eine Feder, die ich vorspannen kann, um hier noch ein bisschen den Druck auf das Material etwas fester zu machen. Dies ist eine ganz, ganz simple Ausführung, arbeitet sich mit meinen Augen nicht ganz so schön. Ich würde schon eher so ein Füßchen nehmen. Dies ist hier wieder eine ähnliche Variante, nur hier jetzt mit einer größeren Auflage, mit einer größeren transparenten Auflage. Aber im Grunde erfüllen sie alle den gleichen Zweck. Jetzt fädeln wir unsere Maschine ein. Wir haben ja an dieser Maschine einen tollen, bequemen Einfädler, also hier zwischenklemmen, so seitlich abschneiden, den Hebel runterdrücken und es ist durchgefädelt. Unterfaden haben wir sowieso drin, also können wir einfach mal starten. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal ein kleines Stückchen zum Probieren. Nehme das Füßchen kurz nach oben, lege den Stoff drunter und mache das wieder drunter. Und jetzt starten wir einfach mal. Ich kann also jetzt den Stoff so schieben, wie ich möchte. Ich kann hier jetzt beispielsweise, versuche hier mal beispielsweise eine Spirale zu nähen. Jetzt kommt es natürlich auf euer Geschick an. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt der Geschickteste, aber da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen oder ihr geht so vor, dass ihr einfach vorher euch was aufzeichnet. Sagen wir mal, ich würde das Haus vom Nikolaus jetzt nähen wollen, dann würde ich mir eben das kurz vorher aufzeichnen und dann die Linien nachzeichnen. Oder ein Wasserball oder irgendwas. Fangt mit was Einfachem an. Ich habe das mal versucht, meinen Namen zu schreiben. Also irgendwelche Hieroglyphen sind daraus gekommen. Also ist nicht so ganz das geworden, was ich wollte. Aber ihr habt natürlich auch mehr Möglichkeiten dann, vor allen Dingen, wenn das Material, dieses jetzt Kunstleder, das ist relativ fest, das kann ich relativ leicht hin und her schieben. Das ist bei manchen Materialien schwieriger, deswegen empfiehlt es sich, das vorher zu verstärken, entweder mit einem Bügelvlies oder so. Oder ihr nehmt euch einen Stick- und Stopfrahmen. Diese kleinen Runden kennt ihr bestimmt, wo man es halt zwischenklemmen kann. Das gibt die einfachen Ausführungen, die so einen Kunststoffring haben mit so einem Metallring innen drin. Der wird so ein bisschen zusammengedrückt, dann kann man den Stoff da reinsetzen und das wieder festklemmen. Es gibt aber auch welche mit so einer kleinen Rändelschraube oder so. Einfach damit ihr, wenn ihr jetzt beispielsweise, ich habe hier einen Stoff liegen, wenn ihr so einen wabbeligen Stoff habt, dann könnt ihr das halt nicht gut hin und her schieben. Da ist es wirklich besser, wenn das vorher eingespannt ist. Ich mache das jetzt mal einfacher. Ich lege hier einfach noch einen anderen Stoff drunter. Habe jetzt ja auch eine gewisse Stabilität da drin. Es geht ja auch nur mal um die Demonstration. Das heißt, ich mache das Füßchen hoch, lege das hier drunter und wenn ich jetzt starte, habe ich eben, Moment, Füßchen habe ich vergessen runterzumachen, so. Und jetzt kann ich also den Stoff hier hin und her schieben, wie ich möchte. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwas macht, über diese Naht nochmal wieder drüber gehen. Das sieht oftmals besser aus, wenn ihr mehrfach über diese, ich mag diesen Effekt, wenn da praktisch so die nicht direkt nebeneinander, also nicht direkt aufeinander, sondern etwas nebeneinander sind. Wenn ihr etwas langsamer näht, habt ihr die Möglichkeit, die Stiche etwas größer zu machen. Sonst wird es schwierig, große Stiche zu machen. Also ihr könnt euch die Geschwindigkeit beispielsweise auch langsamer stellen, wenn eure Maschine über sowas verfügt. Und wenn ihr jetzt näht, könnt ihr halt praktisch den Stoff schneller schieben, weil die einzelnen Einstiche kommen halt nicht so oft. Und dadurch sieht man, dass die Stiche hier viel länger werden. Also die Geschwindigkeit reduzieren, das erleichtert euch das Ganze. Und dann einfach drauf losprobieren. Also ihr könnt natürlich sowas auch nutzen, um jetzt einen Riss zu stopfen. Wenn jetzt hier ein Riss wäre beispielsweise, ich kann hier auch mal irgendwo einfach was reinschneiden. Ich nehme mal eine Schere und hätte hier jetzt beispielsweise so, ich habe jetzt hier einen Riss und will den stopfen, dann kann ich das natürlich auch mit dieser Funktion. Übrigens könnt ihr auch nicht nur den Gradstich verwenden, es gibt also auch andere Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal einen Zickzackstich, und zwar diesen hier, der sticht zwischendurch immer noch ein. Das heißt also, er spannt nicht so doll von links nach rechts rüber, sondern sticht zwischendurch noch ein. Dadurch bleibt das Genähte eben glatter. Und ein bisschen mehr Geschwindigkeit mache ich schon. Jetzt kann ich praktisch hier erst einmal rüber, damit der Riss einmal zu ist. Und dann gehe ich einfach noch ein paar Mal hin und her. Ja, ich würde es auch nicht zu oft wiederholen, weil dann irgendwann wird das Ganze sehr fest durch das Filigran. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch die Richtung ändern und könnt nochmal so etwas hin und her machen.
Und wenn das Ganze jetzt in der gleichen Farbe genäht worden wäre, dann würde das gar nicht so sehr auffallen. Wie gesagt, Nähen ist jetzt nicht unbedingt mein Hobby. Ich bin mehr der Mechaniker. Entsprechend schlecht sieht ja auch das Ergebnis aus, aber es geht ja auch eher um die Funktion, wie ihr das Ganze montieren könnt und wie das an eurer Nähmaschine benutzt werden kann. Wirklich keine schwierige Sache. Ihr benötigt eben nur diesen Stick- und Stoppfuß und eine Transporteurabschaltung oder gegebenenfalls diese Platte, die man da drauflegen kann.